Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit dem Nikolaus und der Alice? Die erste Begegnung mit Nikolaus war etwas früher als mit Alice, und zwar bei den Wiener Symphonikern. Und zwar gerade kurz bevor er aus dem Orchester ausgestiegen ist. Das war 1967, wenn ich mich recht erinnere, im Herbst 1967. Jetzt zu Alice muss ich vorausschicken, ich hatte den Konzentus in meinen Jahren, die ich davor in Deutschland verbrachte, schon wahrgenommen. Gott sei Dank wahrgenommen durch die Tatsache, dass der Bayerische Rundfunk sehr viele Platten des Concentus Musicus gespielt hat. Ganz im Gegenteil zum damaligen österreichischen Rundfunk, muss man sagen, der das damals noch nicht getan hat. Ich sitze aber in Franken und höre diese verrückten Musiker, also verrückt in Anführungszeichen, aus Wien und denke mir, die möchte ich ja mal gern kennenlernen. Und dann bin ich ein Jahr später, nachdem ich diese ersten Begegnungen per Radio hatte, zu den Wiener Symphonikern gekommen und bin eigentlich sofort unvermittelt von Nikolaus Harnoncourt und Jörg Schäftlein, der damals der erste Oboist des Concentus war, angesprochen worden, wärest du interessiert oder wären Sie interessiert, bei uns mitzumachen. Und so war es eigentlich viel früher, als ich gedacht hätte, dass ich diese Menschen kennenlerne, die ich für so ungewöhnlich verrückt gehalten habe, aus meiner damaligen sehr romantisch geprägten Wahrnehmung und Schulung in der Musikakademie in Wien, wo also von Aufführungspraxis eigentlich sehr wenig die Rede war. Wobei ich mich auch selbst beschuldigen muss, weil wir hatten ja Josef Mertin, der auch sozusagen ein Ziehvater von Nikolaus war, der die Aufführungspraxis gelehrt hat. Ein wunderbarer, liebenswürdiger, alleswissender, etwas schrulliger Mensch, den alle geliebt haben, die ihn wahrgenommen haben. Und ich muss gestehen, ich habe ihn zu wenig wahrgenommen. Und darüber habe ich dann später mit Nikolaus oft gesprochen, weil er eben wesentliche Informationen und Input, wie man heute so schön sagt, von Josef Mertin bekommen hat. Ich aber, geschult durch die noch immer romantische Tradition der philharmonischen Lehrer, die wir damals gehabt haben, die wunderbar waren, war aber eigentlich in den Concentus gekommen, ohne wirklich eine Vorbildung zu haben. Und da habe ich dann Alice kennengelernt, die eine sehr strenge war. Sie war mir gegenüber viel strenger als Nikolaus, weil sie gesagt hat, ich habe ihr mal eine Schallplatte von mir vorgespielt, meine erste Solo-Schallplatte. Und da hat sie gesagt, so kannst du das überhaupt nicht machen. Das muss ganz anders sein. Nikolaus war wesentlich liebenswürdiger und hat mich sozusagen sanft in das Ganze hineingeführt. Und das war ein Learning by Doing, das einige Jahre gedauert hat. Das ist eben so, wenn man vorgeprägt ist durch eine sehr unterschiedliche Schulung. Sie haben die Verrücktheit angesprochen. Was war die Verrücktheit eigentlich des Concentus? Die Verrücktheit bestand darin, dass ich alles anders gehört habe, als ich es bisher gewohnt war zu hören. Und das ging ja vielen Menschen, die erstmals damit begegnet sind. Ich erinnere mich sehr, sehr lebhaft an unser erstes Auftreten im Herkulessaal in München. Und Karl Richter war oben am Balkon dazugehört. Er war ein sehr liebenswürdiger Gastgeber. Aber das Publikum hat uns nach der C-Dur-Suite, der ersten C-Dur-Suite von Bach, zum Teil richtig ausgebuht. Also das war auch festzustellen, dass dieses Publikum, das wir dort hatten, das sicherlich mit gutem Willen in das Konzert gegangen ist, das Ganze für verrückt gehalten hat, was wir da gemacht haben. Wie war denn der Weg, dass man eigentlich dorthin gekommen ist, das neu zu hören eigentlich? Wie kann ich mir das quasi als musikalischer Laie vorstellen, dass bei ihm da etwas aufgegangen ist, was ich gedacht habe, man muss das ganz anders machen? Ja, der Weg war ein vollkommen unterschiedlicher, als er heute ist. Ich schweife jetzt vielleicht ein bisschen ab vom Thema. Heute gibt es die Spezialschulen
für alte Musik. Die erste war die Schola Cantorum Basiliensis und dann gibt es in Basel das berühmte Konservatorium. Dann entstand in Wien in der MUK, also in der Musik- und Kunstuniversität, eine Abteilung, die schon seit vielen Jahren besteht. Das alles hat es nicht gegeben. Man muss sich vorstellen, ich kann jetzt nur von mir berichten. Ich beschließe also mit Freude Ja zu sagen, beim Concentus dabei zu sein. Mein Vorgänger, den ich dann ablösen sollte im Lauf der Zeit, gibt mir ein Instrument in die Hand, gibt mir ein Mundstück in die Hand, gibt mir eine Grifftabelle in die Hand und sagt so, und jetzt versuchen Sie mal. Und wenn Sie sich nicht auskennen, hier ist meine Telefonnummer und wenn Sie eine Frage haben, rufen Sie mich an. Also das war wirklich Learning by Doing im wahrsten Sinne des Wortes, sich selbst da heranbilden. Was das Instrumentale betrifft, was das Stilistische betrifft, war es auch eigentlich ein Hineinwachsen in eine Sache, die ja damals schon fast 15 Jahre unterwegs war. Also ich war ja nicht einer der Pioniere der ersten Zeit, der ersten Epoche, sondern ich gehöre sozusagen zu den Pionieren der zweiten Phase. Wie ist der Unterschied zwischen den Instrumenten eigentlich? Ist das auch so ein großer Unterschied zwischen dem Instrument, auf dem Sie gelernt haben? War das so ein riesiger Unterschied? Der Unterschied zwischen den Instrumenten ist enorm. Sie schauen für den Laien vielleicht ähnlich aus, nur ich spreche jetzt vom Fagott. Man sieht weniger Klappen beim alten Instrument, also das sind zwischen 3 und 7, je nachdem, ob Barockfagott oder klassisches Fagott, und ein modernes Instrument, das um die 30 Klappen je nach Ausführung hat. Das ist einmal der rein oberflächliche Eindruck. Aber es sind die Mundstücke anders geformt, es ist die Bohrung der Instrumente anders. Das heißt also, wenn die Bohrung eines Instrumentes unterschiedlich ist, dann ist auch die Tonerzeugung sehr unterschiedlich. Dementsprechend müssen die Mundstücke anders sein. Also es ist eigentlich, ich habe Mühe, den Unterschied so zu beschreiben, dass es Nicht-Fagottisten verstehen. Es ist ein ähnliches Instrument vom Klangumfang her, aber von der Tonerzeugung und vor allem von der Grifftechnik ist es vollkommen anders. Es ist also wie ein neues Instrument zu lernen. Und für mich ist da ein Erlebnis unvergesslich. Nachdem ich eine Zeit lang dabei war, hat es ein Konzert für einen Ärztekongress im großen Saal des Wiener Musikvereins gegeben. Und wir haben die erste Suite von Bach, von Johann Sebastian Bach gespielt, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ein Stück, das besonders für die beiden Oboen und das ziemlich solistisch geführte Fagott sehr komplex ist und technisch wirklich schwer. Und sie haben gesagt, ja, du kannst das schon, musst das jetzt schon spielen, jetzt musst du es einmal machen. Und stellen Sie sich das vor, ich bin also ein Profi, der schon über ein Jahrzehnt lang, also ich war 28 Jahre alt, der also ein Jahrzehnt lang als Vollprofi in großen Orchestern gespielt hat, und ich komme auf das Podium des Großmusikvereins und fühle mich eigentlich wie ein Lehrling. Es war unbeschreiblich. Wie es war, weiß ich nicht mehr. Bin irgendwie durchgekommen, aber so etwas, glaube ich, mutet man heute jungen Musikern und Musikerinnen nicht mehr zu, dass sie so Stante Pede so etwas Schweres machen müssen, denn da haben sie ihr Konservatorium besucht, sie haben ihren Lehrer gehabt, bei dem sie wöchentlich eben dieses barocke oder das klassische Instrument gelernt haben und die entsprechenden Theoriefächer belegt haben. Ich war vielleicht der Einzige auf meinem Gebiet, der immer Originalinstrumente gespielt hat. Also nicht Kopien, Nachbauten davon, sondern ich habe mir das angetan, diese wunderbaren Instrumente zu spielen, weil ich mir gedacht habe, das Mozart-Fagottkonzert aufzunehmen mit einem Instrument, das tatsächlich damals gebaut wurde, wie Mozart gelebt hat, das war eine gewisse Erschwernis.
Viele von uns haben diese Originalinstrumente gespielt, zum Beispiel Jürg Schäftlein die Paulhahn-Oboe. Aber es ist natürlich im Lauf der Zeit, weil es so viele Ensembles gibt, immer mehr üblich geworden, Nachbauten solcher Instrumente zu spielen. Aber ich hatte das Glück, eben ein klassisches Instrument zu spielen, und dann später kam dazu noch ein originales Barockfagott, das allerdings schadhaft war. Und da wurde dann ein Teil davon, also für die Fachleute, die das vielleicht jetzt sehen, der Stiefel dieses Fagotts war gebrochen und wurde dann von Martin Skowronek in Bremen nachgebaut. Martin Skowronek, ein großer Bezugspunkt für die Harnoncourts und für den Concentus Musicus, weil er diese wunderbaren Cembali gebaut hat. Cembali, das war ja auch ein Thema des Übergangs in diesen Jahren, also ich spreche jetzt von den 60er Jahren, wo noch immer so modernisierte Cembali gespielt wurden. Das waren irgendwie für mich, ich möchte fast sagen, synthetisch klingende Instrumente. Und dann kam eben die Bewegung, dass man gesagt hat, jetzt gehen wir über zu Nachbauten der originalen Instrumente. Und da war Martin Skowronek ein ganz großer, der da Großes geleistet hat. Und ich habe schon Radio Bremen erwähnt. Wir haben dann in Radio Bremen eben in diesem wunderbaren großen Studio, das die dort haben, herrliche Aufnahmen gemacht, sehr beglückend mit den neuen alten Cembali von Martin Skowronek. Und gleichzeitig möchte ich aber jetzt hinzufügen, dass wir auf Tourneen die allerbesten Cembali überhaupt in den USA vorgefunden haben. Das war auch eine große Überraschung. Also ich glaube, Herbert Tachezi war sehr glücklich damals in den Universitäten oder in den großen Konzertsälen tatsächlich gute Cembali vorzufinden, wo es in Europa noch nicht diese guten Cembali in allen Konzertsälen gegeben hat. Es gibt ja auch viele Legenden darüber, woher die Instrumente gekommen sind und wie sie die Harnoncourts gefunden haben, gesucht haben und ich weiß nicht was. Ja. Natürlich gibt es da herrliche Geschichten, die ich recherchiert habe, als ich mein Buch über den Concentus geschrieben habe, die seltsamsten Wiener der Welt. Und da ist eine Geschichte besonders hervorstechend, die Nikolaus auch sehr gerne erzählt hat. Das ist die Grenserflöte vom Friedrich dem Großen. Und Nikolaus hat das so ausgedrückt: Friedrich der Große hat mir die Grenserflöte geschenkt. Denn die kam nach einer verlorenen Schlacht der Österreicher zum österreichischen Feldherrn. Das hat es damals noch gegeben, dass der Siegende dem Besiegten ein Geschenk macht. Und in diesem Fall eine ganz besondere Flöte, die dann Jahrhunderte brachgelegen ist, irgendwo auf einem Dachboden. Und wer hat sie gefunden? Nikolaus. Der Nikolaus war schon auch ein Lehrer für Sie? Der Nikolaus war nicht nur ein Lehrer, er war für mich einer der beiden musikalischen Lebensmenschen, ich muss mich korrigieren, 3 musikalische Lebensmenschen hatte ich. Der eine war an der Akademie, heute Universität für Musik und Darstellende Kunst, der Karl Oehlberger, wo ich eben aber sehr in dem philharmonischen, romantischen Stil geschult wurde. Und der andere war mein früher Dirigentenlehrer, Fritz Zaun. Und dann kam eben Nikolaus, der aber schon, wie schon erwähnt, eine stilistische Zeitenwende für mich eingeleitet hat. Noch einmal zurückkommend auf 1967, weil Sie genannt haben, dass der Nikolaus Harnoncourt kurz davor war, die Symphoniker zu verlassen. Kennen Sie eigentlich den Grund, warum er dann wirklich weggegangen ist von den Symphonikern? Weil die Situation als freier Musiker damals zu leben, waren die Kinder da, sie waren verheiratet, war ja nicht ganz so einfach, stelle ich mir zumindest vor. Den wahren Grund wissen wir, glaube ich, alle nicht. Er hat sich immer verschanzt hinter der G-Moll-Symphonie von Mozart. Die Geschichte kennen wir. Ich habe aber dazu ein Apropos.
das vielleicht ein bisschen mehr bestätigt, dass die Geschichte von der G-Moll-Symphonie tatsächlich ein wesentlicher Grund für ihn war. Ich war damals in der Zeit, in der er vom Orchester wegging, beim Marlboro Music Festival in Vermont in den USA. Das wurde damals von Rudolf Serkin geführt und Pablo Casals hat dort dirigiert. Und es gab ein Orchester, international zusammengesetzt. Da waren Musiker von Chicago Symphony Orchestra, die Edith Peinemann, die Geigensolistin. Also es war ein Orchester aus lauter großen Alpha-Tieren zusammengesetzt. Und da kam nun der Casals und hat uns dirigiert. Und warum ich das erwähne, wir haben die G-Moll-Symphonie gespielt und die wurde dann auch auf Schallplatte veröffentlicht. Und das war so radikal anders als alles, was ich in, sagen wir mal, 15 Jahren davor erlebt habe, dass ich mir gedacht habe, das muss ich dem Nikolaus vorspielen. Und nach einer Probe in der Piaristengasse sage ich, Nikolaus, hast du eine halbe Stunde Zeit? Ich möchte dir eine Schallplatte vorspielen. Aber ich sage dir nicht, was das ist. Und spiel ihm die G-Moll-Symphonie von Casals dirigiert vor. Und er hört zu, seine Augen werden immer größer. Und nachdem ich das gespielt habe, war er, ich möchte nicht übertreiben, aber eine halbe Minute stumm. Und dann sagt er, das müssen irgendwelche verrückten Engländer oder Amerikaner sein. Ja, sage ich, das war der Pablo Casals. Und da war er auch sehr erstaunt, weil ich glaube nicht, dass er erwartet hat, dass dieser uralte Pablo Casals, ich spreche von einem 94-jährigen Pablo Casals, dass der so sehr in seinem Sinn schon diese aufwühlende und eben nicht liebliche G-Moll-Symphonie spielt. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Punkt der Anekdote, die immer erzählt wird, die eben vielleicht doch nicht eine Anekdote ist. Ich glaube, dieser Moment war, wie viele andere Momente, die G-Moll-Symphonie im Orchester spielend, also im traditionellen Orchester spielend, war für ihn wahrscheinlich doch ein Grund zu sagen, ja, wenn ich die G-Moll-Symphonie so spielen muss, dann kann ich eigentlich den Weg, den ich ohne dies schon beschritten habe, auf meine eigene Weise beschreiten. Und dass er damit ein enormes wirtschaftliches Risiko eingegangen ist, das wissen wir ja. Denn ich glaube nicht, dass er damals wirklich gewusst hat, ob das alles so funktioniert, dass man auch eine große Familie erhalten kann. Also das ganz nebenbei, neben dem musikalischen Aspekt. Sie haben die Piaristengasse erwähnt. Wie darf ich mir das heute vorstellen, dass man in der Piaristengasse, wie oft, mit wem, in welchen Konstellationen haben Sie sich dort getroffen und wie war die Situation dort in der Wohnung? Gibt es ja auch verschiedene Geschichten dazu, die würde ich jetzt gerne auch von Ihnen hören. Ja, natürlich, die Konstellation für mich war immer die mit etwa 12 Mitwirkenden, im Schnitt 12 Mitwirkenden. Also es hat ja auch Konstellationen gegeben, wo nur die Streicher waren oder wo Trompeten waren, Fuchs zum Beispiel, Johann Josef Fuchs. Aber die Sachen, wo ich mitgespielt habe, ob es von Legrenzi über Vivaldi, Bach war, da konnte ich die Konstellation beurteilen und beobachten. Es war zuerst einmal ein Beschreiten der Wohnung und das Ausziehen der Schuhe und die persönlichen Schlapfen, also die Hausschuhe, die man mitgebracht hatte, die dort in einem großen Korb waren, anzuziehen und dann diesen sehr traditionellen oder möchte fast sagen historischen Boden zu betreten, wobei man immer dann auch darauf hingewiesen wurde, dass dort Stacheln von Celli im Boden sich verewigt hatten zu der Zeit, als Johannes Brahms dort als Gast Kammermusik gemacht hat. Die Geschichte ist ja auch bekannt, die muss ich nicht wiederholen. Es war ja die Wohnung, die auch
die eben dem Bienenforscher, Nobelpreisträger, gehört hat. Und dann liefen die Proben in einem sehr engen Rahmen ab. Es war ein Raum, der bestand nur aus Musiknoten, Regalen und Instrumenten, die an der Wand hingen. Also Teile der vielen Instrumente, die das Ehepaar Harnoncourt damals schon beieinander gesammelt hatte. Gibt es einen Moment, eigentlich so eine Probe oder auch ein Konzert mit dem Concentus, das Ihnen in ewiger Erinnerung geblieben ist? Es gibt sehr viele Konzerte, die mir ewig in Erinnerung geblieben sind. Ich weiß gar nicht, welches ich jetzt herausstreichen soll. Aber eines, von dem ich weiß, dass Alice Harnoncourt sehr nervös gemacht hat. Ein Konzert in New York auf einer USA-Tournee in der Alice Tully Hall im Lincoln Center for the Performing Arts, wo wir mit Schrecken festgestellt haben, dass Ivan Galamian, der damals größte Geigenlehrer vielleicht der Welt oder zumindest der bekannteste und der gesuchteste, in der ersten Reihe saß, direkt vor Alice und ihr Spiel beobachtet hat. Und für den muss das ja auch damals irgendwie ein Schock gewesen sein. Denn damals gab es noch nicht diese vielen Ensembles, die eben mit alten Instrumenten oder deren Nachbauen gespielt hat. Es waren natürlich immer besonders die Konzerte an Orten, wo wir vorher noch nicht waren, weil man nicht wusste, wie werden die dort das aufnehmen. Ich nenne zum Beispiel Australien. Wir waren auf einer Australienreise und haben festgestellt, dass das Publikum dort zum Teil schon viel weiter vorbereitet war auf das, was wir machen, als in anderen Erdteilen, zum Teil in Europa, zum Teil in den USA. Und das war doch eine große Überraschung. Und dadurch wurde die Tournee ganz besonders schön. Es war dann eine Tournee, wo sogar das Ehepaar Harnoncourt sich dazu hinreißen ließ, die Touristen zu spielen. Und weil sie sonst touristische Aspekte völlig negiert haben. Und wir waren dann danach in Neuseeland und sie ließen es sich nicht nehmen, mit uns allen in den berühmten Nationalpark von Rotorua zu gehen, wo diese fantastischen Seen, vulkanischen Seen zu sehen sind. Etwas, was man vielleicht nur einmal im Leben so in der Form sehen kann. Also das war Australien und Neuseeland eine besonders erfrischende Tournee. Dass man in Japan lange auf uns gewartet hat und sozusagen darauf vorbereitet hat, was wir machen, das war klar, weil die Japaner oder das japanische Publikum generell viel Aufnahmen hört. Und durch die unzähligen Aufnahmen, die es von uns gegeben hat, war man dort auf uns vorbereitet. Und nach vielen Versuchen, Nikolaus dazu zu bringen, diese Japan-Tournee mitzumachen oder sich überhaupt diesen langen Flug anzutun, war es dann eigentlich ein Triumph, der dann noch einmal wiederholt wurde. Sie haben von der Alice Harnoncourt gesprochen, dass sie aufgeregt war, weil sozusagen der berühmteste Geigenlehrer ihrer Zeit anwesend war. Die Alice Harnoncourt war also aus meiner auch laienhaften Sicht, eine Weltgeigerin. Würden Sie dem auch zustimmen? Oh ja, fragen Sie nur Gidon Kremer. Gidon Kremer war sehr oft in unseren Konzerten und besonders wenn sie die 4 Jahreszeiten von Vivaldi gespielt hat, war er ein aufmerksamer Zuhörer und man merkt auch an seiner Interpretation, dass er von Anfang an dieser Richtung Musik zu sehen und insbesondere Barockmusik. Es gab gleichzeitig, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, andere Violinsolisten und Solistinnen, die eigentlich der Art zu
interpretieren, also besonders Geigenkonzerte oder wir sprechen von Vivaldi, die Jahreszeiten, die sehr skeptisch waren. Ich weiß von einer sehr berühmten Geigensolistin, die sich sehr abfällig geäußert hat über diese Art zu musizieren. Aber ich verehre auch diese Geigensolistin sehr und habe ihren Weg dann verfolgt und habe mit Erstaunen festgestellt, dass sie im Lauf der Jahre diese Dinge, diese verrückten Dinge, die Alice da gemacht hat, zum Beispiel mit Vivaldi oder Mozart, dass sie zunehmend auch übernommen oder in ihr Spiel integriert hat. Ohne Alice Harnoncourt wäre Nikolaus Harnoncourt so nicht möglich gewesen. Würden Sie dem auch zustimmen? Ohne Alice wäre Nikolaus undenkbar. Und es gibt nur eine symptomatische Situation, die ich nennen möchte, die gar nichts mit Musik zu tun hat. Es ist oft vorgekommen, dass in einer Probe Nikolaus sich nicht sicher war, ob er seinen Pullover ausziehen soll oder nicht. Und ich habe einmal gehört, dass er zu Alice sagt, Alice, ist mir kalt? Ja, ist auch die berühmte Geschichte, Alice, habe ich Hunger. Ja. Also es gibt ja da sozusagen auch immer so verschiedene Ausformungen von den diversen Anekdoten, die wir alle wahnsinnig gerne erzählen. Gibt es da eine ganz besondere aus Ihrer Sicht, die Sie mit den beiden einmal erlebt haben, die Sie uns gerne erzählen würden? Die Situation war immer besonders, diese eigenartige, wunderbare Symbiose zwischen den beiden, zwischen Alice und Nikolaus. Denn sie hat sich um Dinge gekümmert, die man gar nicht so richtig bemerkt hat, um Dinge, die im Hintergrund passieren, und hat ihm dadurch alles abgenommen, was für ihn vielleicht eine Belastung oder zeitraubend gewesen wäre, sodass er sich immer wirklich auf die Arbeit verlassen konnte. Und dabei ist das immer in einer solchen Ruhe und Gelassenheit passiert. Alice war wirklich gegen alle heiklen Situationen irgendwie gewappnet. Sie muss einen Panzer gehabt haben gegen Stresssituationen. Und das hat natürlich auch auf Nikolaus seine Auswirkungen gehabt. Denn er war eigentlich auch immer ruhig. Er war immer ruhig, außer wenn wir in einer Stadt waren, wo gerade ein Marathon stattgefunden hat. Er hat das gehasst. Und also so ein Blödsinn, die ganze Stadt abzusperren und wir kommen so spät zur Probe. Also solche Situationen. Eine war in Boston. Und nachdem wir dann Boston verlassen haben, hatte ich eine Ausgabe des Boston Globe, der größten Zeitung von Boston. Und da war ein Foto von diesem Marathon. Man hat also lauter Köpfe und Füße gesehen, die da rennen durch die Stadt Boston. Das habe ich ausgeschnitten und habe es ihm dann in seinen Cellokasten hineingegeben. Und ich weiß, dass bis zu dem Tag, an dem Nikolaus aufgehört hat, Cello zu spielen, war dieser Zettel in seinem Cellokasten drinnen. Also das waren eigentlich die einzigen Momente, wo ich Nikolaus wirklich wütend gesehen habe. Aber ansonsten war seine Geduld eigentlich fantastisch. Und diese bekannten Aussprüche mit dem Krokodilsrachen und diese scheinbar unruhigen oder vielleicht sogar wütend wirkenden Aussagen während der Proben, das war ja im Grunde genommen nur dieses wir wollen unbedingt, ich will unbedingt diesen Ausdruck haben und will das also nicht geschmälert haben. Wenn er zum Chor so etwas eindringlich gesagt hat, so hat man das oft als Ungeduld empfunden. Eine Geigerin hat einmal während einer Probe in Stainz zu ihm gesagt, Nikolaus, bitte sei nicht so ungeduldig. Er sagt darauf, ich bin nicht ungeduldig, ich wirke nur so. Er hat ja, das war ja, glaube ich, einer seiner ganz großen auch Qualitäten, dem Orchester und auch den Sängern und dem Chor auch immer Bilder zu geben. Ich glaube, das war ja
für seine Arbeit und auch für die Musiker und Musikerinnen im Orchester auch ganz wichtig, weil man dann irgendwie verstanden hat, was er eigentlich wollte, oder? Das ist das Wichtigste an seiner Arbeit, dieses Bilder vermitteln. Denn als Dirigent sagt man normalerweise, können Sie diesen Takt etwas intensiver spielen oder könnte das leiser werden oder können Sie das etwas sanfter, einen sanfteren Strich anwenden. Das ist alles sehr gut, das geht, aber seine Bilder waren letzten Endes viel wirksamer und haben schneller zum Erfolg geführt. Er war ja kein gelernter Dirigent. Ich persönlich habe mal nach einer Generalprobe habe ich zum Höbert gesagt, das war sowas von fantastisch, noch nie so gehört, ganz toll. Und der Höbert hat mir zur Antwort gegeben, na schauen wir mal, was der Nikolaus morgen macht. Ja, das ist eigentlich das Wesentliche am Musizieren, dass man nicht eine Kopie von etwas wiederholt auf einer Tournee. Besonders, wenn man zu verschiedenen Orten fährt. Also, dass man in Frankfurt dasselbe macht, was man in München macht. Es war natürlich immer große Spontaneität nötig in dieser Zusammenarbeit. Und ich glaube, auch deswegen hat er am besten mit den Orchestern arbeiten können, die auf diese Spontaneität immer eingehen konnten, aufgrund ihres großen Könnens. Ich glaube, mit mittelmäßigen Orchestern wäre es für ihn vielleicht schwerer gewesen, seine Ziele zu erreichen. Er musste immer wirklich die Besten haben. Man musste ihn sozusagen lesen können, oder? Man musste ihn lesen können und das schnell umsetzen, was man gelesen hat. Denn Lesen ist das eine, aber es dann in Klang umzuwidmen und zusammen zu sein und der Intonation zu stimmen, das ist eine andere Sache. Die Bartoli hat mir einmal gesagt, ich muss nur in seine Augen schauen, dann weiß ich, was er will. Ja, das ist eines der großen Merkmale, das ihn ausgezeichnet hat und das man vielleicht bei ganz wenigen Dirigenten sonst empfinden und sehen kann. Ich denke zum Beispiel an Leonard Bernstein, der ja einmal im Neujahrskonzert oder ich weiß nicht, in irgendeinem Konzert ein Stück von Strauss nur mit den Augen dirigiert hat, überhaupt keine Hand bewegt hat. Also die Augensprache ist natürlich wesentlich und die wirkt besonders bei Musikern, die darauf reagieren. Alle reagieren nicht so drauf. Wie war denn der Nikolaus eigentlich als privater Mensch? Ich kannte den ja relativ lang, aber ich war natürlich nie ein Freund. Ich bin auch kein Musiker, aber jedes Mal, wenn ich dort hineingekommen bin bei der Tür, war von der ersten bis zur letzten Sekunde ging es immer nur um Musik. Ja, es ging vielleicht immer um Musik gegenüber Außenstehenden. Natürlich gab es die private Seite von ihm und vor allem auch die gesellige Seite, die ja viele Außenstehende nicht so mitbekommen haben. Also ich denke an Partys, die für ihn gegeben waren oder die wir arrangiert haben, wo er auch einmal Ich bin ein Steirerbur, das steirische Lied gesungen hat und sich eigentlich keiner getraut hat einzustimmen, weil er das so gut gesungen hat. Es gab auch Momente auf Tourneen, wo er ausgesprochen gesellig war, aber eben im kleinen Kreis. Ich spreche jetzt von 12 Personen insgesamt. Ich denke da zum Beispiel an einen Abend, das war in St. Catharines, das ist im Süden von Kanada, nahe an der US-Grenze, ein gottverlassener Ort. Und wir haben nach dem Konzert nichts zu essen, nichts zu trinken bekommen, haben in einem Motel gewohnt, weil wir mit Autos unterwegs waren. Und also nach einem Konzert nichts zu essen und nichts zu trinken zu bekommen, außer Wasser, das ist schon hart, weil man ja auch eine Art athletische Leistung geleistet hat. Und nach dieser athletischen Leistung haben wir beschlossen, wir setzen uns alle zusammen in einem unserer 12 Zimmer und haben uns Witze und Anekdoten und Geschichten erzählt und haben gelacht die halbe Nacht mit einem Glas Wasser in der Hand. Und da war Nikolaus auch voll dabei, Alice auch, die ja sehr gerne gelacht hat. Nikolaus hatte ja
das ist auch schon überliefert, ein gestörtes Verhältnis zum Lachen, weil er gemeint hat, dass Lachen immer böse ist oder einen bösen Grund hat. Aber ich kann bestätigen, dass an einem solchen Abend auch Nikolaus herzlich gelacht hat und dabei nichts Böses empfunden oder sich gedacht hat. Noch einmal zurückkommend auf diesen Unterschied zwischen Generalprobe und man soll nicht in Frankfurt dasselbe spielen wie in München. Das war ja wohl immer für ihn auch extrem wichtig, sozusagen immer wieder eine neue Türe aufzumachen. Ja, also nach 10 Jahren habe ich oft gehört von ihm den Satz, das möchte ich gern noch einmal machen. Und es hat dann so geklungen, wie man es eben noch nie gehört hat. Was war das eigentlich von ihm, dieses ihm neu machen wollen? Ja, also ich würde sagen, das kann nicht nur er für sich beanspruchen, dass man alles immer neu machen will. Ich glaube, jeder Musiker, der in profunder Weise über die Musik nachdenkt, wird das immer wieder machen. Aber auf Nikolaus zugeschnitten denke ich da vor allem an die Monteverdi-Opern, die wir ja zum ersten Mal gespielt haben. Federic Merdita, der ja einer unserer Initiatoren ist, dass es den Concentus überhaupt gibt, das nur nebenbei. Aber zurück zu Monteverdi. Diese Aufführungen und diese CD-Aufnahmen, die wir gemacht haben, waren ein erster Schritt in dieser Richtung für ihn. Und wie er sie dann in Zürich in der Oper gemacht hat, war das natürlich wieder eine ganz andere Weise, die Opern zu sehen und sie auch auf der Bühne darzustellen. Und das ist eigentlich vollkommen normal, weil ja Nikolaus nie das Interesse gehabt hat, etwas wieder aufzunehmen, wenn er nicht etwas Neues dabei denken und konzipieren kann. Ich denke da auch an die Matthäus-Passion. Unsere Aufnahme, 1970 war das, war die erste Aufnahme der Matthäus-Passion auf, was man so schön Originalinstrumenten nennt. Und die zweite Aufnahme, die dann in der Universitätskirche abgewickelt wurde, unweit von dem Ort, wo wir jetzt sitzen, die war wieder eine ganz neue Sicht, zum Beispiel, dass nicht unbedingt ein Knabenchor dabei sein musste. Also es war schon das Forschen nach einer neuen Erkenntnis oder für ihn einer besseren Erkenntnis. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das etwas ist, es wäre ungerecht zu sagen, dass das nur Nikolaus ausgezeichnet hat. Es gibt viele große Musiker, die genauso arbeiten und operieren. Nur hat er meistens für die Zuhörerschaft etwas geschafft, was nicht alle schaffen können, dieses Aha-Erlebnis. Aha, so haben wir das noch nicht gehört. Ja, es gibt ein paar Aspekte im Leben von Nikolaus Harnoncourt, die mich sehr beeindruckt haben. Zum Beispiel die Tatsache, dass Radio Bremen in der Zeit, wo kaum eine Radiostation an Aufnahmen mit uns interessiert war, uns jährlich eingeladen hat. Und wir konnten dort praktisch alles aufnehmen, was wir wollten. Also alles, was wir sonst nirgends machen konnten oder was die Teldec nicht genommen hat, konnten wir bei Radio Bremen aufnehmen. Es gibt auch für mich einen besonderen Nachmittag, den ich in meiner damaligen Wohnung erlebt habe. Rudolf Serkin war auf Besuch in Wien, hat ein Konzert im Konzerthaus gespielt und hat mich gefragt, ob ich die Verbindung zu Nikolaus Harnoncourt herstellen könnte. Ich habe gesagt, ja, gerne. Und ich habe die beiden zum Café eingeladen. Und Serkin hat Nikolaus gefragt, ob er Interesse hätte, das Curtis Institute of Music in Philadelphia als Direktor zu übernehmen. Er hat es abgelehnt aus Gründen, die leicht nachvollziehbar sind, weil er eigentlich für sein Leben mit Projekten ausgesorgt hatte, die er machen wollte und bei denen er wusste, dass eben ein Leben kaum dafür ausreicht.
Er hat ja am Mozarteum auch unterrichtet. Ja. Seine Kurse am Mozarteum waren viel besucht, viel begehrt. Ich glaube, es gibt auch Aufnahmen davon, ich bin nicht ganz sicher. Aber ich habe einmal irgendetwas gesehen von einer Vorlesung im Mozarteum. Und er hat da natürlich vieles angestoßen, was damals im Mozarteum vielleicht noch nicht etabliert war. In Wien mittlerweile dann doch schon. Und ich glaube, dass er da auch als Pädagoge, nämlich Pädagoge für Außenstehende, die nicht zu seinem Kreis gehören, dass er da sehr viel geleistet hat. Aber auch sehr angefeindet wurde. Das kann ich mich, glaube ich, erinnern, dass er mir das sogar erzählt hat, dass er am Mozarteum damals nicht nur sozusagen gern gesehener Lehrer war, weil er eben die Dinge so anders gesehen hat. Er wurde sehr angefeindet für manche Dinge, das ist auch begreiflich. Ich kann aus eigener Anschauung auch berichten, dass ich selbst als Pädagoge in 30 Jahren, die ich in Universitäten verbracht habe, immer wieder Gegenströmungen und auch Ablehnung empfunden habe, wenn ich über Dinge gesprochen habe, über die wir vorhin gesprochen haben, nämlich Aufführungspraxis eben in einer gewissen Richtung. Nikolaus hat immer versucht, seine Kollegen, die Musiker und Musikerinnen, dahingehend zu beeinflussen, dass sie die Dinge umsetzen, die er vorhatte. Aber immer hat er dabei einen angeregt, seine eigenen Gedanken einzubringen. Und das hat für mich als Dirigent auch prägend gewirkt, eben nicht etwas nachzumachen, was er gemacht hat, aber eben angeregt zu sein, Dinge zu überdenken, neu zu überdenken, die man vorher einmal gemacht hat. Das ist für mich ein großes Vorbild gewesen eigentlich über die letzten, sagen wir, 30, 40 Jahre, eben zu sagen, wenn du etwas studiert hast und es aufgeführt hast, heißt das nicht, dass du es nächstes Mal wieder so machen sollst. Auch für mich als Solisten, ich war als Solist viele Jahre unterwegs als Fagottist und habe auch eigentlich immer wieder erlebt, dass mir zum Beispiel jemand gesagt hat, ja, du hast das heute aber ganz anders gespielt als auf der Schallplatte. Sag ich, naja, das ist ja der Sinn von Konzerten, dass man sich nicht immer wiederholt. Und da ist Nikolaus ein großer Einfluss gewesen. War er auch ein Überzeugter im Irrtum eigentlich? Das ist eine bessere Frage. Naja, weil also ich habe die Frage eigentlich schon öfter gestellt, ja, weil manchmal also er war ja von gewissen Dingen so überzeugt, wo man sich gedacht hat, ja, es kann so nicht sein, ja, da irrt er sich einfach. Und manchmal hat er hat sich auch geirrt, also, was ja gar nicht schlecht ist, ist ja total menschliche auch Geschichte, dass man sich irren kann. Aber im Irrtum war er auch total überzeugt. Und das haben Sie sicher auch erlebt, oder? Ohne, dass ich es in irgendeiner Art und Weise negativ meine. Ganz im Gegenteil eigentlich. Im Irrtum war er vielleicht für sich selbst überzeugt. Aber er hat es nicht immer nach außen gezeigt. Also die Irrtümer hat ja jeder von uns einmal erlebt, seine Irrtümer. Und es gibt da vielleicht 2 Sätze, die er angewendet hat, dass er gesagt hat, ich habe mir das überlegt, ich möchte das anders machen. Oder der andere Satz, was denkt ihr dazu? Was haltet ihr davon, dass wir dieses Tempo oder dass wir das so und so machen? Also ich glaube, er hat sich da ein bisschen herausgewunden aus seinen eigenen Irrtümern. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne.